Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr mit dem Envelope Punchboard, was ja eigentlich Umschlag bedeutet, aber damit könnt ihr tatsächlich auch Geschenkboxen machen und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind diese Boxen hier, respektive wir machen diese kleine hier. Ich wollte euch aber auch noch ein Beispiel zeigen, wie das auch noch aussehen kann. Und die machen wir eben, wie gesagt, mit dem Envelope Punchboard. Jetzt, damit ihr wisst, wie groß denn das Papier sein muss und wo ihr überhaupt Stanzen und die Falzlinie ziehen müsst, da gibt es wunderbar online solche Rechner, da gibt es sogar Apps für auf dem Handy. Hier, ich nehme jeweils die von stempeldochmal.de und da könnt ihr wunderbar eingeben, wie lang eure Box sein soll, wie breit die Box sein soll, wie hoch sie sein soll. Und dann gibt es euch, wenn ihr hier auf Wert für Box berechnen eingibt, gibt es euch an, wie das Papiermaß ist. Das heißt 16,1 würde heißen, ich muss ein Papier haben, was 16,1 mal 16,1 cm groß ist. Und dann sagt es euch an, wo die erste Falzung gemacht werden muss. Das heißt, wo ich zum ersten Mal punche und falze und wo ich es zum zweiten Mal machen muss. Von dem her, ihr seid hier einfach massiv flexibler als mit dem Tüten-Punchboard und könnt hier wunderbar bestimmen, eben wie groß eure Box sein soll. Ihr müsst nicht quadratisch gehen, ihr könnt auch unterschiedliche Längen und Breiten nehmen und auch in der Höhe seid ihr komplett variabel. Aber wie man dieses Punchboard anwendet, das gucken wir uns jetzt gleich an. Also als erstes braucht ihr eben das Papier in der Größe, wie ihr das auf dem Rechner berechnet habt. Bei mir sind es 16,1 cm mal 16,1 cm. Dann habe ich hier zwei Auflageelemente. Eines, das größere, ist 7 cm mal 7,5 cm und das kleinere ist 7,2 cm mal 6,7 cm. Das heißt hier einfach 0,3 cm kleiner. Dann habe ich einen Kreis ausgestanzt und den habe ich mit diesem Stanzset ausgestanzt. Der ist 4,2 cm im Durchmesser. Dann habe ich, um Dimension zu schaffen, hier mit der Handstanze mit 3,8 cm Durchmesser zwei Kreise ausgestanzt. Dann habe ich mit diesem Stanzset hier den Spruch ausgestanzt und der Spruch ist von diesem Stempelset hier. Ich finde es extrem süß. Hier hatte ich eine Thank you so much. Hier habe ich Sending my love, Sending hugs, oh no, I forgot. Ihr habt hier wirklich super süße kleine Sentiments. Das habe ich gestempelt und um hier auch noch eine Dimension zu schaffen, habe ich mit einer 2,5er Handstanze 3 Kreise ausgestanzt. Das ist das. Dann für die Bordüre oder für die Manschette drumherum habe ich zwei Streifen. Beide sind 22 cm lang für meine Box. Da müsst ihr natürlich dann gucken, welche Größe ihr wählt. Und ich mache das immer so, dass ich einen breiteren Streifen habe. Der eine ist 3 cm und der andere, nee, stimmt nicht. Sorry. Der eine, der größere oder der breitere ist 2 cm und der schmalere ist 1,5 cm. Das habe ich und dann habe ich hier mit diesem Stanzset, das Element ist 6,5 cm breit, habe ich zweimal ausgestanzt, einmal in Grau und einmal in Weiß, um dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität zu geben, weil ich habe hier gemerkt, das fängt sich so an zu verbiegen, wenn es nur eine Ebene hat. Von dem her habe ich hier zwei. Und dann werde ich hier noch so eine kleine Schlaufe machen und dafür habe ich dieses Stanzset verwendet, wo ihr 3 verschiedene Größen habt, wo ihr solche kleine Schlaufen machen könnt. So, das ist es. Und das Allerwichtigste vom Ganzen natürlich ist das Envelope Punchboard. Ihr habt hier per se, hätte es eigentlich ein Falzbein drin. Ich bin mit dem nicht so gut klargekommen, von dem her verwende ich mit dem Board zusammen immer
den Falzstift und mache so die Falzlinien. Und damit starten wir jetzt auch gleich. Bei mir hat es auf dem Rechner gesagt, für diese Papiergröße und für die Länge und Breite, die ich haben will, nämlich eben genau diese Box hier, brauche ich einen ersten Punch und eine erste Falzung bei 6,7 cm. Da habt ihr wunderbar oben die Inch-Angaben und hier unten sind die Zentimeter-Angaben. Und da lege ich das Stück Papier jetzt an bei 6,7 cm. Was ich dann machen muss, ist einmal punchen und dann hier, seht ihr diese Falzlinie, die geht hier ganz hoch. Das heißt, ihr geht hier rein, gucken, dass das Papier wirklich schön hier oben anliegt und zieht diese Falzlinie nach. So, jetzt brauchen wir nicht wie bei den Envelopes. Bei den Envelopes habt ihr nur eine pro Seite, bei den Tüten oder bei den Boxen habt ihr immer zwei. Und das heißt, wir gehen jetzt noch auf 9,5 cm. Das heißt, hier liege ich bei 9,5, wieder stanzen und die Falzlinie nachziehen. So, und jetzt für alles Weitere brauchen wir die Maße nicht mehr, weil jetzt orientieren wir uns immer an den vorgängigen Linien. Das heißt, ich lege diese Nase hier einfach an diese Falzlinie, stanze und ziehe hier eine Falzlinie. Auch bei der zweiten die Nase hier auf diese Falzlinie legen, stanzen, Linie nachziehen. Und das macht ihr jetzt im Kreis herum. So, das war es auch schon auf der Seite. Und jetzt dreht ihr das Ganze noch um. Also ihr könnt diese Ecken so lassen. Ich finde das schöner, wenn die abgerundet sind. Von dem her könnt ihr das hier hinten reingeben. Und diese 4 Ecken auch noch gleich abrunden. So, und das war es jetzt auch schon mit dem Punchboard. Und jetzt könnt ihr die ganzen Falzlinien nachziehen. Und das Einzige, was ihr jetzt schneiden müsst, ist hier diese Laschen, weil diese Ecken werden unsere Klebelaschen. Das heißt, ich schneide hier rein und schneide diese Klebelasche ein ganz kleines bisschen an. Und das mache ich jetzt einfach im Kreis herum. Bevor wir das Ganze jetzt festkleben, werde ich hier auch schon die Mattung drauf geben, weil es geht ein bisschen einfacher, wenn ihr das flach hinlegen könnt. Ich werde bei diesen beiden Elementen auch noch die Ecken abrunden. Und dann klebe ich die einerseits aufeinander und dann auch hier auf dieses Eck. Und das mache ich mit Flüssigkleber, da ist ganz normaler Zementitkleber drin, den ich einfach in so eine kleine Tube abgefüllt habe. So, und jetzt können wir die Box zusammenkleben und dazu bringe ich auf diese Klebelaschen einfach Flüssigkleber drauf. Dann lege ich die rein und bringe das nebenanliegende Element drauf und gucke hier einfach, dass ich eine gerade Kante habe. Drücke das erstmal so ein bisschen fest und dann drehe ich es um und gehe noch mit dem Falzbein kurz drüber, damit ich das so ein bisschen festdrücken kann. Und das in allen Ecken. Bei den letzten zwei mache ich es immer so, dass ich gleichzeitig den Kleber drauf bringe, weil es geht dann so ein bisschen einfacher.
Et voilà. Schon haben wir eine kleine Geschenkbox. Und jetzt denkt ihr euch, warum habe ich das hier unten angeklebt? Weil eigentlich ist das der Boden. Aber ich mache es bei solchen flachen Boxen effektiv immer so, dass ich hier oben die Verzierung, das wird meine Oberseite, und mit Manschette mache ich das fest und dann kann man die dann unten öffnen. Und die mache ich jetzt, diese Manschette. Ich klebe die nicht jetzt schon fest aufeinander, sondern ich gucke zuerst, wo ich die falten werde. Und zwar lege ich die so ein bisschen gerade drauf und gucke, also ich knicke die hier so ein bisschen an mit den Fingern, während sie gerade liegt. Nehme sie dann wieder weg und lege sie dann wirklich schön gerade, dass beide Seiten aneinander liegen, an. Und natürlich gucken, dass ihr immer auf derselben, dass ihr die Box immer auf derselben Seite habt, nicht, dass ihr da plötzlich anfängt zu drehen. So, und jetzt mache ich dasselbe, das heißt, ich drücke hier das entgegen und knicke das hier hinten ein. Mache aber auch wieder dasselbe. Dann drehe ich sie um, schiebe das hier aber schön entgegen und knicke sie hier. Und dann noch ein letztes Mal. Hier. Warum ich das so mache, so habt ihr halt einfach die Gewährleistung, dass die immer schön gerade dann auch auf der Box liegt. Und wenn ihr hier so ein bisschen aufstehende Kanten habt, dann könnt ihr die auch so ein bisschen flach streichen mit dem Falzbein. Dann könnt ihr dann diese Manschette auch ein bisschen besser von der Box wieder wegnehmen. So, und erst jetzt bringe ich effektiv diesen zweiten Streifen drauf. So, und jetzt lege ich die effektiv nicht flach hin, sondern ich mache das quasi in der Luft, damit ich hier wirklich diesem Band drüber genug Platz gebe, damit es mit diesen Knicklinien mitgehen kann. Trotzdem immer gucken, dass man gerade hier auf dem Band liegt, ne? Dann seht ihr, was ich gemeint habe. Ne? Die sind beide gleich groß, aber dadurch, dass die natürlich höher liegt und ein bisschen mehr braucht vom Knicken her, hatte sie ja jetzt einen Abstand, aber das spielt keine Rolle, weil wir kleben die so aufeinander. Und jetzt können wir das Ganze auch schon auf die Box bringen. Das heißt, wir kleben es nicht auf der Box an, aber wir legen es drumherum, damit wir sehen, wo wir das hier ankleben müssen. Jetzt gucke ich einfach, bis wo sollte ich Kleber anbringen. Markiere mir das hier nur ganz kurz so ein kleines bisschen. Da weiß ich, okay, bis hierhin kann Kleber drauf. Dann lege ich die schön gerade aufeinander. Und hier wirklich nicht zu straff ziehen, damit ihr die schön wieder ab der Box lösen könnt. Ich halte es jetzt nur kurz ein bisschen fest, damit der Kleber anziehen kann. Dann nehme ich es von der Box runter und drücke jetzt noch fest. Und hier drücke ich auch jeweils diese untere Kante wirklich noch fest rein, damit es mir dann wirklich noch einfacher geht, das Ganze auf die Box zu machen und wieder von der Box wegzunehmen. So, jetzt haben wir eine Manschette, die sieht jetzt natürlich so noch nicht so doll aus. Da kommt jetzt noch das Ganze hier oben drauf und das klebe ich jetzt alles zusammen. Das heißt, ich klebe das auf mit diesen 3 Punkten zusammen, dann kommt das Element hier drauf, dahinter kommen diese beiden, um Dimension zu machen und das Ganze kommt dann hier drauf und respektiv so. Das heißt, die beiden klebe ich auch noch zusammen und das klebe ich jetzt kurz.
Wenn ihr hier lieber mit Dimensionals arbeitet, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich mache es halt einfach so, wenn ich bastle, mache ich immer die ganzen Schneiderreste, packe ich so in eine kleine Kiste rein. Und genauso, um dann diese Dimension zu schaffen, verwende ich diese Reste. Und dann kommt noch die Schlaufe. Und Achtung, hier, das wird ein bisschen ein Gefriemel. Ich ziehe, weil das wird ja quasi dieses obere Teil der Schlaufe. Und deshalb ziehe ich das jeweils kurz so ein bisschen übers Falzbein. Nicht zu sehr reißen, nicht damit ihr die voneinander reißt, aber einfach, ich biege die so ein bisschen schon zurecht, damit die dann auch schön zu liegen kommt. Und dann geht es darum, seht ihr, das ist ein Gefriemel. Ihr habt hier so kleine Eckchen und diese beiden Eckchen müssen hier in der Mitte quasi zusammenkommen. Das heißt, ich gebe hier ein bisschen Kleber drauf, plus auch auf eine der Ecken. Jetzt knicke ich das zusammen. Dann kommt noch dieses untere Element und da klappt ihr einfach diesen Strang hier hoch. Gebt ihr da so ein bisschen Kleber drauf, plus hier in der Mitte. Dann kommt dieses obere Teil hier rein und dieser Streifen kommt oben drüber und hinten wieder runter. Und da hinten müsst ihr jetzt auch noch so ein bisschen Kleber geben. So, und so habt ihr eine süße kleine Schlaufe. Und jetzt können wir das Ganze zusammenbringen. Das heißt, einerseits bringe ich dieses Element hier auf diesen Streifen. Gucke ich, wie breit ich ungefähr gehen muss. Da werde ich mit diesem Foam Tape drauf gehen. Dann bringe ich das Ganze wieder auf die Box und lege das so vor mich hin und bringe dieses Element schön gerade auf die Box drauf oder auf das Band. Das heißt, ich gucke, dass diese Ecke hier und diese Ecke hier in der Mitte des Bandes liegen und drücke das so fest. So, und jetzt habt ihr hier auf diesem Band dieses Element mit einer schönen Dimension drauf. Jetzt nehmen wir den großen Kreis und kleben den da schön mittig drauf. Und dann kommt der Kreis drauf. Und als letzte noch diese kleine Schlaufe. Und schon habt ihr eine süße kleine Box. Ich habe hier das Label hochkantig genommen, hier habe ich es schräg genommen oder horizontal. Da guckt ihr einfach, was euch am besten gefällt von der Verzierung. Ich wollte euch einfach diese Box mal zeigen, wie super einfach die mit dem Envelope Punchboard gemacht ist. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die Materialien wie immer unten in den Links. Und naja, abonniert doch bitte meinen Kanal, das hilft mir auch wirklich. Und wenn ihr keines der Videos verpassen wollt, dann klickt doch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!